Deutschunterricht an der Sebener Straße, ein Pflichtfach für die ausländischen Profis. Ein Fach, das sich so viele deutsche Schüler wünschen würden. Deutschstunde mit den Profis. Abwechslungsreich, kreativ, unterhaltsam, innovativ und manchmal auch ganz einfach. Dankeschön. Es läuft gut. Ich höre hier täglich alles auf Deutsch und so lernt man viel. Heute bei Inside Deutschstunde beim FC Bayern. Javi steht immer öfter auf deutsche Musik. Ja, das. Du tanzt nicht zum Vergessen, du tanzt nicht zum Erinnern. Ich bin lieber, Bruder. Du willst kein Neubeginn, nur einen Tisch. Brauchst viel Zeit zum Wandern eigentlich. Tolisso brilliert, nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Unterricht. Thiago lernt Adjektive in der Münchner Pinakothek. Atemberaubend. Und Kingsley Coman gibt sein erstes Interview auf Deutsch. Ich mag Kaiserschmarrn, aber generell hier im Süden ist gut. Das Essen ist gut. 2 bis 3 Stunden Unterricht sind beim engen Terminplan der Profis das Maximum pro Woche. Corentin Tolisso ist erst seit letztem Sommer bei den Bayern. Für den 24-jährigen Franzosen ist München seine erste Auslandsstation. In den letzten 7 Monaten hat er nicht nur auf dem Fußballplatz eine rasante Entwicklung hingelegt. Phänomen. Wirklich einer meiner besten Studenten, die ich je hatte. Sprachtalent würde ich mal schätzen. Er ist einfach clever, der Junge. Richtig clever. Das sind die anderen auch, aber er hat einfach so das Gefühl dafür. Heute machen wir eine Übung, eine Kommunikationsübung zum Thema Modalverben. Haben wir gelernt das letzte Mal. Welche Modalverben kennst du? Ohne Papier. Was haben wir im Deutschen? Müssen, sollen, können. Ja. Hat Problem. Dürfen und Wollen. ich will. Gut. Nächster Step ist jetzt, dass er das, was wir jetzt erarbeitet haben, bisher auch anwendet und auch anfängt, auch wenn es falsch ist. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Und er ist mehr als in meinem Zeitplan. Er ist schon 50% drüber. Sehr gut. Du müsstest diese Modalverben einsetzen. Mir ist kalt. Ich die Heizung anmachen. Kann ich? Super, perfekt. Kann ich die Heizung anmachen? Coco, ist dir kalt? Hier? Nein. Nein. Mir ist gut. Mir ist warm. Warm? Also Ende der Saison, erstes Interview auf Deutsch mit Coco. Das ist bei Javi schon Alltag. Der Spanier spricht nicht nur sehr gut, sondern er interessiert sich auch für die deutsche Sprache. Oft hört er deutsche Lieder im Radio und spielt sie dann Max vor. Wir auch machen Unterricht mit Netflix oder mit deutschen Lieder. Und Translate. Übersetzen die Lyrics und mit Untertitel. Das ist ein gutes Teil zu lernen. Also das ist jetzt kein fest eingeplanter Bestandteil, aber wenn es gerade reinpasst. Manchmal kommen sie auch und sagen, hey, können wir das Lied übersetzen zusammen? Ich möchte wissen, was der singt. Javi macht es ständig. Und er singt dann immer so falsch, dass ich nie drauf komme, welches Lied er meint. Dann doch lieber vorspielen. Ja, das. Du tanzt nicht zum Vergessen, du tanzt nicht zum Erinnern. Ich bin lieber, Bruder. Du willst kein Neubeginn, nur einen Tisch. Brauchst viel Zeit zum Wandern eigentlich. Schon, ne? Maxi, schon, ich schon. Du weißt ich schon. Thiago Alcantara trifft sich heute mit Max in der Pinakothek der Moderne, eines der schönsten Museen in München. Erstens mal, weil es Thiago tatsächlich interessiert. Er hat mich auch darum gebeten, ob wir das mal machen können.
Und sage ich immer, ja, ich liebe Kunst. Und im Museum, das, was wir sehen im Video, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt an Museumspädagogik, was man tatsächlich machen kann mit Bildern. Es ist einfach ein vielfältiger Pool an Möglichkeiten, der einem offen steht mit Kunst. Thiago ist schon länger als Max bei den Bayern. 2013 wechselte er von Barcelona an die ISA und hat, auch ohne Max, direkt mit dem Deutschunterricht angefangen. So, schau mal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Die ersten Worte, die ersten 2 Worte, die ich hier in München gelernt hast? Gelernt. Aha. Gelernt und gehört. Sehr schön. Also ich war überrascht, was für ein Niveau er schon hatte, als ich mit ihm angefangen habe zu lernen. Er ist ein ganz angenehmer Mensch, man kommt super mit ihm aus. Klar, ich meine, es ist da natürlich auch aus einer bestimmten Zeit, entstanden. Schau mal, wenn du hinschaust, wo er gestorben ist. Kannst du das lesen von hier? Ja. Er ist geboren in München, 1880. Okay, von der Art ist ja. Ich denke, dass du willst, dass ich die letzte... Ja, bitte. Schreckungssäule und Emanuel Kant. Schau mal, kannst du es lesen, wann er gestorben ist? Er hat gestorben in 1960, in Verdun. Verdun. Das ist Verdun. Das ist französisch, eine französische Stadt. Aber er hat so weniger gelebt. Er hat nicht sehr lange gelebt, ja. 36. Ja. Können wir uns noch Design angucken? Thiago, was sind Designer? Ja, auch jetzt. Ja, der Unterricht ist ja für die Jungs auch eine Chance, sage ich mal, in einem einigermaßen sicheren, also sprachlich sicheren Umfeld rauszugehen, gerade wenn sie neu sind, weil sie einfach wissen, okay, mein Lehrer kommt mit, er spricht meine Sprache, er spricht aber auch Deutsch, ist wie eine Art Übersetzer. Und viele nehmen das auch wahr, um die ersten Erkundungen vorzunehmen in München, ins Museum, ins Café, einfach so mal flanieren. So etwas kennen die Profis aus den südeuropäischen Ländern nicht. Dort ist die Verehrung der Stars heißblütiger. Die Fans in München pflegen einen respektvollen Umgang mit den Fußballprofis. Sie respektieren die Privatsphäre der Stars. Und die Jungs können sich einfach größtenteils relativ frei bewegen. Und das ist natürlich für sie eine unglaubliche Lebensqualität auch. Und am Ende des Museumsbesuchs kommt es dann noch zu einer ganz besonderen Wette. Wenn ihr die Champions League gewinnt, okay, dann kaufen wir zusammen so ein Modell und fahren damit zusammen nach Barcelona. Nach Barcelona? Ich vorne, du hinten. Wenn das passiert, wenn wir die Champions League gewinnen, gehst du da und ich. Und du schiebst. Ich schiebe nach Barcelona. Aber nach Barcelona nicht, aber in München. Von München nach... Nein, in München. In München mit dem Pokal. Im Deutschunterricht bei Max gibt es keine Tests, Klausuren oder Examen. Und doch findet eine große Prüfung für die Profis statt. Das erste Interview auf Deutsch. Eine Standortbestimmung für die Fußballer und auch für Max. Kingsley Coman steht diese Prüfung bevor. Der Franzose besucht seit Sommer 2015 die Deutschstunde bei Max. Jetzt also das große Interview mit FC Bayern TV Live. Das macht die Sache etwas einfacher. Man muss sich einfach mal die Situation vorstellen. Du hast diesen Druck, du weißt, tausende Leute werden es angucken in einer fremden Sprache vor einer Kamera. Also viele Leute können sich auch gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn es dann ein bisschen gestellt drüber kommt oder vielleicht auch unsicher oder jetzt wie bei King, ich habe schon gemerkt, also jemand, der ihn nicht kennt, merkt es nicht, aber er war schon auch nervös. Und klar verändert sich dann auch der Duktus und wie man spricht, aber da ist nichts auswendig gelernt. Wie verstehst du dich denn mit Coco Tolisso? Wir verstehen uns sehr gut und wir haben schon in U21 zusammen gespielt und jetzt im A-Team. Und alles gut für uns und ist gut zu spielen mit ihm hier. Das soll es auch schon gewesen sein, Kingsley. Dein erstes deutsches Interview. Wie hat es sich für dich angefühlt?
Das war okay. Also ich bin zufrieden, fertig, finde ich. Niemals. Deutschstunde an der Sebener Straße. Mehr als nur lernen, sondern ankommen beim FC Bayern. Nein! No! Nein, das ist unglaublich. Schon, ne? Maxi, schön, ich schon. Du weißt es schon.